Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Zugeschaltet ist der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Peimann-Engel. Herr Peimann-Engel, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag, grüße Sie auch. Wir haben es gerade eben gehört. Der Angeklagte sagt, es tue ihm leid, er habe die eigene Kraft falsch eingeschätzt. Ein antisemitisches Motiv streitet der junge Mann ab. Halten Sie das für glaubwürdig? Nein, für ganz und gar nicht glaubwürdig, und zwar in doppelter Hinsicht. Also er sagt, es hat kein antisemitisches Motiv gegeben. Die Staatsanwaltschaft geht mit sehr, sehr guten Gründen davon aus, dass es sich natürlich um eine israelfeindliche und judenfeindliche Tat gehandelt hat. Das geht aus den Chatprotokollen klar hervor. Auf dem Handy des Täters ist ein Snapchat-Video gefunden worden. Die Polizei hatte das ausgewertet, wo aus dem hervorgeht, Mustafa A., so ist ja der Name des deutschen Täters mit palästinensischem Hintergrund. Musti hat den Judensohn, so heißt es dort, totgeschlagen. Und ja, also das ist eine aberwitzige Erklärung, da zu sagen, es hat sich nicht um Antisemitismus gehandelt. Und ja, wir sind auch dort bei dem Prozess vertreten mit unserer Redakteurin. Was uns zurückgemeldet wird, ist, ja, dass das ganze Auftreten des Täters überhaupt nicht überzeugend ist, auch lamoyant ist. Also er stellt sich da teilweise auch selber sehr stark als Opfer dar, muss sich jetzt ein neues Leben aufbauen und sozusagen seine akademische Karriere ist dann auch vorbei. Nein, das ist überhaupt nicht überzeugend, und mit guten Gründen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es ein antisemitisches Motiv ist. Und ja, davon gehe ich auch aus, und ich denke auch, dass der weitere Verlauf des Prozesses in diese Richtung weitergehen wird auch. Wie wichtig ist denn eine konsequente juristische Aufarbeitung durch das Gericht, auch um eine Signalwirkung möglicherweise zu erreichen? Ja, das ist sehr wichtig, denn das ist zugegebenermaßen ein sehr, sehr krasser Fall, ein sehr schlimmer Fall, der zeigt, welche Aggressivität dahinter steckt. Denn das muss man auch ganz klar sagen. Der sogenannte pro-palästinensische Täter, der ein antisemitischer Täter ist, der hat den Lahav Shapira fast umgebracht. Lahav Shapira hatte 3 Knochenbrüche, eine Hirnblutung. Da hat nicht viel gefehlt, er wäre gestorben. Und dass der Täter jetzt vor Gericht sagt, ja, er hat seine Kraft falsch eingeschätzt, das ist natürlich auch aberwitzig. Was heißt das denn in der Konsequenz? Er wollte ein bisschen weniger hart zutreten, sodass ja der Tritt ins Gesicht nicht ganz so schlimm ausfällt. Ja, das ist schon eine wirklich ja sehr schlimme und aberwitzige Argumentation. Und ja, natürlich ist es für den Rechtsstaat, für einen wehrhaften Rechtsstaat extrem wichtig, da eben auch Täter zu sanktionieren, weil das eben auch eine Signalwirkung hat. Und diese antisemitischen Vorfälle, zwar nicht in dieser drastischen Auswirkung, aber eben in der Konsequenz gibt es tagtäglich antisemitische Vorfälle an deutschen Universitäten. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es jetzt da eben jetzt auch ein hartes Urteil geben wird. Denn ja, das verfolgen die sogenannten pro-palästinensischen Täter schon sehr genau, auch an den Universitäten, ob sie mit solchen Sachen durchkommen oder nicht. Und bisher war da der wehrhafte Rechtsstaat viel zu nachlässig. Und es kann doch nicht in der Demokratie sein, dass Täter ja mit solchen Taten oder mit weniger schlimmen Taten auch durchkommen. Denn wenn etwas justiziabel ist, dann muss das natürlich auch bestraft werden. Das ist ja in jeden anderen Lebensbereichen auch. Wenn wir falsch parken, werden wir auch sofort sanktioniert. Und in diesen besonders schlimmen Fällen muss das natürlich umso mehr auch gelten. Diese Gewalttaten passierten ja im Zuge des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023 in Israel und dann eben dem darauf beginnenden Gaza-Krieg. Was hören Sie denn von den Universitäten, weil Sie das auch gerade eben noch mal angesprochen haben, hier in Berlin oder auch in anderen Großstädten? Sind jüdische Studenten noch immer Anfeindungen durch Palästinenseraktivisten ausgesetzt, oder hat sich die Lage da inzwischen etwas beruhigt? Nach wie vor, also all unsere Quellen sagen ja, dass die jüdischen Studenten immer noch im Ausnahmezustand sich befinden. Das hat am 7. Oktober 2023 begonnen, und das ist auch nach wie vor so, und nicht nur an den Universitäten, aber eben auch. Und darüber hinaus sehen wir ja auch noch zum Beispiel auf den Berliner Straßen, wie da der Ausnahmezustand herrscht bei den israelfeindlichen, antisemitischen und terrorverherrlichenden Demonstrationen. Ja, das ist auch nach wie vor die Situation an den Universitäten.
Universitäten. Und das muss man so klar sagen, jüdische Studenten haben Angst, sich als Jude erkennen zu geben an den Universitäten. Und es gibt viele Beispiele dafür, inwiefern da eine Gefahr herrscht und eine Bedrohungslage herrscht nach wie vor. Es gab zum Beispiel in Rheinland eine jüdische Studentin, die von Mitstudenten rausgemobbt wurde aus ihrem Amt als AStA-Vorsitzende. Ihr Vergehen in Anführungsstrichen war, dass sie einen fairen Blick auf Israel hatte und dass sie Jüdin war. Und ja, um Ihre Frage ganz klar zu beantworten, dieser ja, antisemitische Ausnahmezustand, pardon, war ein langer Tag, hält nach wie vor. Herr Peimann-Engel, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke Ihnen.